Selten traut sich jemand auf diese Straße. Denn hier lauern die Dahalu, bewaffnete Banditen. Sie terrorisieren und plündern die Dörfer. Wir sind hier im äußersten Süden von Madagaskar. Da tauchen Häuser vor uns auf wie von einem Geisterdorf. Von Vieh keine Spur. Das haben die Dahalu längst gestohlen. Diese 50-jährige Frau lädt uns zu sich ein. Sie wohnt hier mit ihrer Schwägerin. Ihre Enkelin ist unterernährt, kann mit 2 Jahren noch nicht laufen. Um sie zu beruhigen, gibt es nur ein Mittel. Eine außergewöhnlich schwere Dürre hat im Süden Madagaskars fast alle Kulturpflanzen vernichtet. Von der letzten Hilfslieferung vor einem Monat ist nichts mehr übrig. Bis zur nächsten Verteilung müssen sie jeden Tag das Gleiche essen. In Madagaskar leiden 1,5 Millionen Menschen unter der schlimmsten Nahrungskrise seit 10 Jahren. Der Grund ist eine Dürre, die schon seit über einem Jahrhundert andauert. Im südlichen Dialekt gibt es dafür ein Wort: Kere, Hunger. Bereits im Oktober 2020 gab es erschütternde Fotos von abgemagerten Kindern im Internet. Der Staatspräsident erschien daraufhin persönlich vor Ort, doch die Situation verschlimmert sich ständig. Täglich sterben hier Menschen, trotz der Hilfsaktionen zahlreicher Organisationen und staatlicher Behörden. Die Leute sind auf sich selbst gestellt. Ihre Tage vergehen und gleichen einander zwischen Hunger und Angst vor den Angriffen der Viehdiebe. Das UN-Ernährungsprogramm wurde alarmiert. Diese Helfer verteilen Nahrungsmittelrationen. Statt Heuschrecken gibt es jetzt Plampidos, ein mit Nährstoffen angereichertes Pulver gegen Mangelernährung. Le jaune, c'est malnutrition aiguë, modérée. Mais le roux, c'est vraiment sévère. Donc il faut transférer ces là au niveau à l'hôpital. Die ständigen Überfälle erschweren die Aufgabe des Welternährungsprogramms, denn die zentrale Nahrungsmittelverteilung findet in einer 20 Kilometer entfernten Gemeinde statt. Und auf dem Weg dahin lauern schon die Dahalu. Jadi saya mijano nga vuri misakafu ya pemba dani ko imbo ndati. Nanga titango tu no ho sin hita tami la tu ko de mbara he tu dala nga tang. Donc c'est ça. Ce sont ces criquets là que vous mangez. Et il y a la sécheresse, il y a l'insécurité. Donc finalement, on est en train de faire face à 2 situations très compliquées. Les bandits sont partis arracher des maniocs qui ne sont même pas encore bons pour manger. Ils arrachent dans les champs. Et je ne sais plus qu'est-ce que les gens ils vont devenir. La plupart des habitants de ce village, ils sont partis. Ils ont vidé le village à cause de l'insécurité. Die Schwächsten bekommen eine warme Mahlzeit, einen süßen Brei aus Maismehl und Hülsenfrüchten, der mit Wasser vermischt wird. Plastikeimer ersetzen die gestohlenen Kochtöpfe. Faut préparer rapidement, donner aux enfants avant que les dalous ne viennent pas. Die kleinste Wohltat kann ihnen von heute auf morgen geraubt werden. Gefangen im Teufelskreis der Armut.
Gerade fertig mit der Verteilung erreichen die Helfer ein Nachbardorf, in dem 3 Kinder in sehr kritischem Zustand sind. Sie bringen sie sofort in die kleine Krankenstation. Diese 2-Jährige muss dringend in das Ernährungszentrum eingeliefert werden. Sie schwebt in Lebensgefahr. Aber bis zum Krankenhaus sind es 2 Fahrstunden und es gibt nur einen Krankenwagen. Est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer l'ambulance pour chercher 3 enfants qui sont dans un état très critique là? Et là, il se passe quoi, Théodore? Elle va mourir si l'ambulance n'arrive pas? Je pense que l'ambulance viendra. Parce qu'ils vont envoyer l'ambulance. Si on peut encore supporter le voyage. Theodor ist ein erfahrener Helfer, aber so ein Elend hat er noch nie gesehen. Si on ne les envoie pas maintenant, ça va être très très grave. Donc on compte sur vous. Merci. Face à une situation pareille, on est tous affectés. J'ai des enfants, donc mes enfants pourraient être aussi dans le même sort. Voilà. Zwei Krankenstationen des Distrikts schlossen wegen der Angriffe. Der Staat investiert nur 7% seines Budgets in das Gesundheitssystem, 15% empfiehlt die Afrikanische Union. Der Krankenwagen kommt. Zapasua wird überleben. Manche Lebensmitteltransporte werden vom Militär begleitet, um sie vor den Dahalo zu schützen. In dieser Dorfschule wurden improvisierte Schlafräume für 25 Soldaten eingerichtet. Die 2016 gegründete Anti-Dahalo-Spezialeinheit USAT ist die einzige Elitetruppe für einen Distrikt mit 340.000 Einwohnern. Deshalb werden in den Dörfern Selbstverteidigungskomitees gebildet, die bei einem Angriff Alarm schlagen. Seit die Elitetruppe hier ist, müssen sich die Leute nachts nicht mehr im Wald verstecken. Nicht für lange. Paul weiß genau, dass die Dahalo nach dem Abzug der Soldaten zurückkommen werden. Weder die Spezialeinheit noch die 225 Polizisten des Distrikts können die Banditen in Schach halten. Im Krankenhaus des Hauptortes Ambouassari treffen wir dieses Ehepaar mit ihrem 9 Monate alten Sohn. Sie wurden mit einem Messer verletzt, weil sie ihren Angreifern kein Geld geben konnten. Ein befreundeter Polizist kommt sie besuchen. Auch er wurde angegriffen. Und er prangert ohne Scheu ein System an, das die Dahalo offenbar schützt. Solche Anschuldigungen hört man hier oft. Anscheinend arbeiten manche Ex-Banditen heute sogar im öffentlichen Dienst. Angesichts der unerträglichen Situation fliehen Tausende in ruhigere Regionen. In den letzten Monaten ist die Zahl der Klimaflüchtlinge sprunghaft angestiegen. In dieser von Nonnen geführten Einrichtung erhalten 3000 Menschen täglich etwas Nahrung. Unfruchtbar gewordenes Land, Häuser, Hab und Gut, alles haben sie verloren. Unter ihnen ist die 45-jährige Hova.
Nach einer Woche Fußmarsch kam sie auf Rat anderer Migranten hierher. In der Einrichtung gibt es weder Platz noch Mittel, um die Migranten unterzubringen. Hova hat ein notdürftiges Zelt gebaut, mit Sachen, die sie aufgesammelt hat. Das Besteck musste sie sich leihen, 2 Löffel für sie und ihre 8 Kinder. Hovas Tochter ist 12. Sie bewahrt sich noch ihre Träume. Sie warten darauf, wieder nach Hause gehen zu können. Bis dahin bleibt Hova nur ihre Erinnerung an die Heimat, das Land der Dornen. In ihrer Heimatregion Androi begraben aufeinanderfolgende Sandstürme die Felder. Der wenige Regen reicht nicht aus, um dort etwas anzubauen. Der Klimawandel und ein schwacher Staat angesichts der kriminellen Banden. Hovas Hoffnung auf eine Rückkehr verwandelt sich allmählich in eine Fata Morgana.